Wie schneidet man einen Filmtrailer? Keine Ahnung, wie man das macht, aber wir können dir sagen, wie wir das machen. In 8 einfachen Schritten zum Filmtrailer. Nach dem Intro geht's gleich weiter. Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla. Herzlich willkommen bei Bucher Media. Wir kreieren Content für Content Creator, die sich persönlich, kreativ und professionell weiterentwickeln wollen. Zweimal die Woche kriegst du hier ein Video, welches aus dir einen erfolgreichen Content Creator machen wird. Probier es aus und abonniere den Kanal. In dieser Folge versuchen wir unter 10 Minuten dir 8 Schritte zu zeigen, wie du einen Filmtrailer produzieren kannst. Später machen wir daraus noch eine ausführliche Serie, irgendwann in der Future. Ja, Trailer sind sozusagen dein Steckenpferd. Ja, Steckenpferd. Warum sagt man das eigentlich? Im übertragenen Sinne bedeutet das Wort Steckenpferd so viel wie Liebhaberei. Im Englischen wird es als Hobbyhorse oder kurz Hobby bezeichnet, woher sich das deutsche Hobby in der entsprechenden Bedeutung herleitet. In der Literatur und bildenden Kunst versinnbildlicht das Steckenpferd ein breites Bedeutungsspektrum. Kindheit, einen dummen oder albernen Menschen, Wildheit, Bäuerlichkeit und es dient zur Karikatur des Rittertums. Also sind Trailer doch nicht unser Steckenpferd, aber schon was wie eine Liebhaberei. Wir lieben es einfach, Trailer zu kreieren. Von der ersten Idee bis zum Finishing. Eine Idee für den Trailer zu haben, ist der erste Schritt. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, weil wir eine ganze Folge für dieses Thema gemacht haben. Kommen wir also gleich zum zweiten Schritt, aber erst noch beim ersten Schritt, also man hat eine Idee, man hat schon den Sprechertext aufgeschrieben, wenn es denn einen Sprechertext gibt. Und wenn du das gemacht hast, Idee, Text, dann weißt du ja auch schon, wie sich der Trailer anfühlen soll. Ja, ist er traurig, eklig, spannend? Was gibt's noch? Angsteinflößend, schnell, bunt, langsam, skurril. Genau, das weißt du ja eigentlich dann schon. Und deswegen brauchst du eine Musik, das ist der Schritt 2. Eine Musik, die dieses Gefühl unterstützt und transportiert. Ja, und das ist ja wirklich so zu deinem Hobby geworden. Ich meine, du suchst ständig Musik. Auch wenn du gerade nicht einen Trailer produzierst, bist du am Musik hören. Und zwar immer in diesen speziellen... In diesen Libraries, aber da machen wir dann noch, ich glaube, da machen wir eine Folge über Musik. Das ist echt eine gute Idee. Wo findet man welche Musik für welche Zwecke? Weil da hast du so ein richtig gutes Näschen dafür entwickelt. Oh, und ich sage jetzt nicht, dass das auch dein Steckenpferd ist, weil dieses Thema haben wir bereits abgehandelt. Ja, jedenfalls, der zweite Schritt ist, du brauchst die richtige Musik. Also wenn wir eine Anfrage kriegen, einen Trailer zu produzieren, dann muss ich nicht erst Musik suchen, weil ich es eben permanent mache. Während andere Blödsinn auf Facebook schauen, dann suche ich Musik. Ich muss überall so eine Wertung reinbringen, gell? Ja, du musst und immer so andere fertig irgendjemandem machen, was reindrücken. damit du besser dastehst. Ja, das so, spricht nicht für deinen Charakter. Aber so bin ich halt. Also suche ich da Musik. Ja, und legst du das dann so gut Ich ab, mache so dass Projekte, du das dann findest? ich weiß dann genau, wenn eine Anfrage reinkommt für einen Trailer, dann weiß ich eigentlich schon genau, welche Musik ich da hernehmen will. Cool. Ja. Ich glaube, bei mir wäre das alles in irgendeinem, auf dem... Vom Computer. Ja, Ich habe das alles im Internet. ich habe alles im Internet gespeichert. Ja. Schritt Nummer 3. Wenn du die Musik gefunden hast, zu der du zu 90% sicher bist, dass die richtig gut ist, kommt es zum Schnitt. Und zwar nicht irgendein Schnitt, sondern der Musikschnitt. Also du schneidest erstmal die Musik auf die Länge, wie du den Trailer brauchst. Und es muss nicht sein, dass dann dieser Musikschnitt am Schluss dein Musikschnitt ist beim fertigen Trailer, aber du fängst einfach damit an. Also so machen wir das. Ja, genau, weil man auch in diesem ganzen Prozess einfach offen bleiben muss für Veränderungen. Ja, so eine richtige Lebensweisheit, weil das ja auch wirklich fürs Leben gilt. Ja. Schritt Nummer 4, sichten und selektieren. Jetzt schaust du dir den Film an oder die Filme oder die Serie oder die Staffel oder die Show oder was auch immer du für einen Trailer machen willst. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo dich deine Kinder beobachten und denken, du arbeitest nicht, sonst hast du den geilsten Job auf der Erde, weil du die ganze Zeit nur Filme und Serien guckst. Und sie haben recht. Wenn der Film so circa 2 Stunden lang ist, dann ist bei uns das selektierte Material vielleicht so 30 Minuten lang. Das variiert natürlich mega nach Thema oder nach Anforderungen, aber so über den Daumen. Was war für ein Projekt das längste Filmmaterial, was du sichten musstest?
Ich hatte einmal ein Projekt, wo ich wirklich das ganze Material in eine Sequenz geschnitten habe. Und so, das war so ein Drehprojekt, ein Riesendreh. Da war ich dann erstaunt, dass das ja nur 36 Minuten lang ist. Da dachte ich, das kann eigentlich nicht sein. Dann habe ich gesehen, dass es ein Tag und 36 Minuten lang ist. Das war echt krass. Da sich rein zu frimmeln in das Material. Und wie viele Tage waren es? Das Beste rauszuholen. Was das Projekt? Ja. Mehrere Wochen. Ah, toll. Ja. Und wenn du eben diese Selektion gemacht hast, diese 30 Minuten Material rausselektiert aus dem Film, dann geht es noch weiter, dann verfeinern wir weiter. Und das ist eigentlich immer so beim Trailer schneiden, man verfeinert. Es ist so wie bei diesem Bild mit dem Felsbrocken, wo in dem Felsbrocken ist ja schon irgendwo die Steinstatue vorhanden. Man tut nur alles vom Fels weghauen, was nichts zu der Statue gehört. Und da ist es beim Trailer auch so ein bisschen, dass man einfach den Film ja schon hat und da drin ist der Trailer schon. Stimmt nicht ganz, in dem Bild gesprochen würde man jetzt der Statue vielleicht noch eine coole Kappe aufziehen und so einen geilen Spot setzen und einen riesengroßen Penis hinmachen und so. Ja, der große Penis darf nicht fehlen, das stimmt. Ja. Der ist wichtig. Also wir waren beim Verfeinern. Du hast also diese 30 Minuten und da machst du jetzt noch mal eine Selektion und tust zum Beispiel alle O-Töne oder Quotes, so nennt man das, wenn jemand irgendwas sagt, ein Schauspieler sagt irgendwas, das schneidest du auch noch in eine Sequenz, damit du eine Sequenz hast, wo nur das drin ist, wo Leute reden. Das brauchst du nämlich später dann noch. Und dann noch eine Sequenz, auch aus diesen 30 Minuten, wo du einfach wirklich so ein Best-of machst. Das Beste, was da drin ist, was du denkst, das kommt in den fertigen Trailer dann, also auf jeden Fall. Diese Sequenz ist dann vielleicht noch so 10 Minuten lang oder so. 5. Schritt, das Gerüst. Jetzt hast du ja deinen Musikschnitt schon. Nun fangen wir an, die Layout-Sprache, die wir selber aufgenommen haben, sinnvoll zu platzieren. Wenn der Trailer natürlich keinen Sprecher hat, dann fällt dies weg. Danach platzieren wir die O-Töne. Und wenn wir mit diesem Schritt fertig sind, ist der Trailer auf Audioebene so gut wie fertig. 6. Schritt. Nennen wir das mal auffüllen. Klingt ein bisschen banal, ist es eigentlich auch. Weil jetzt bebildern wir erst den Trailer. Dieser Part ist weniger wichtig, als man vielleicht denkt. Das Bebildern ist weniger wichtig. Ja, es ist eigentlich spannend, weil mit den Schritten vorher hast du wirklich so ein Grundgerüst. Ja. Und der implementiert eigentlich alles. Er impliziert alles. Weiß nicht. Informationen, wie es sich anfühlt, von der Musik, vom Tempo, was gesprochen wird, was erzählt wird. Genau. Und das andere ist eigentlich so das i-Tüpfchen obendrauf. Und ich glaube, richtig. viele machen den Fehler, dass sie sich auf wirklich Szenen aus dem Film konzentrieren und Gesagten und das ist witzig, das ist witzig. Aber die Geschichte wird im Trailer selber ja ganz neu erzählt und es muss eine ganz neue Erzählsprache sein, weil man so wenig Zeit hat und man will ja auch nicht alles vorwegnehmen. Es soll ja nicht das Mini-Me vom Film werden, auf keinen Fall. Ja, voll. Ja, ich glaube, wenn man so vom redaktionellen Schnitt herkommt, dann ist man vielleicht in der Versuchung, den Trailer am Anfang anzufangen mit dem ersten Bild und dann das nächste hinzuschneiden und so, aber das funktioniert nicht. Das wird einem dauernd zusammenkrachen wie eben ein Haus, was kein Fundament hat. Und deswegen sind jetzt diese 5 Schritte vorab, bevor wir überhaupt mit Bildern arbeiten. Und weil eben das Gerüst steht und gut ist, kann man da ganz viel ausprobieren. Try and Error, man schneidet rein, tut es wieder weg oder verschiebt es innerhalb der Timeline. Da kann man einfach ausprobieren und das Gerüst bleibt immer bestehen. Und da tut man natürlich auch das einbauen, was der Kunde vielleicht unbedingt haben will. Vielleicht will er unbedingt, dass dieser eine Schauspieler da vorkommt, dann macht man das natürlich dort. Natürlich. In diesem Schritt. 7. Schon wieder verfeinern. Jetzt gehen wir an die einzelnen Frames ran. Hier in dieser Gegend 25 Bilder pro Sekunde, wenn man es fürs Fernsehen macht. Und das Interessante bei Trailern ist eben, dass die Länge vorgegeben ist bei TV-Trailern. Der ist halt wirklich 30 Sekunden lang oder 75 oder 45 oder was auch immer. Und da gibt es keine Diskussion. Der darf nicht ein Frame länger sein und auch nicht ein Frame kürzer. Und deswegen gehen wir da wirklich auf framegenaue Schnitte. Außerdem verfeinern wir auch das Audio mit Soundeffekten und Pipapo und machen einen Premix. Und
Und der 8. und letzte Schritt, Kill Your Darlings. Und darauf gehen wir jetzt nicht im Speziellen ein, weil wir das schon abgehandelt haben. Und zwar in der letzten Folge, wo es um den Schnitt ging, aber auch in der Folge Kill Your Darlings. Mega interessant, zieht es euch rein. Genau, die Folge Kill Your Darlings gibt es da oben und die letzte Folge Schnitt, die kommt dann gleich im Outro. Also schaut euch das gerne im Anschluss an und hier sind wir jetzt eigentlich schon durch mit unseren 8 Schritten, wie man erfolgreich einen Trailer schneidet. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal für mehr Content für Content Creator. Bis zum nächsten Video und derweil seid nett zueinander.